Hi ihr Lieben, ich melde mich nach meiner 6-monatigen Babypause zurück auf YouTube. Ich war jetzt wirklich 6 Monate nicht hier auf YouTube. Auf Instagram habe ich schon früher wieder angefangen zu posten, also schaut auch da gerne vorbei. Aber jetzt bin ich zurück nach 6 Monaten wieder hier auf YouTube. Und ich bin super happy. Ich habe ja mein zweites Kind geboren und uns geht es allen gut. Der Kleine ist jetzt schon 6 Monate und ich habe meine Pause wirklich in vollen Zügen genossen und mich viel meinem kleinen Wunder gewidmet. Und ich wollte das auch wirklich sehr bewusst genießen. Ich starte heute mit meinen Baby-Must-Haves, also die Sachen, die mir jetzt im Alltag wirklich geholfen haben. Und es ist ja mein zweites Kind, das heißt, ich habe schon wirklich viel Erfahrung gesammelt. Welche Dinge haben mir wirklich den Alltag erleichtert und was braucht man eigentlich überhaupt nicht und ist total überflüssig? Und das teile ich heute mit euch. Gerade wenn man das erste Mal Mama wird, finde ich, ist man so überfordert. Also mir ging das auf jeden Fall so, weil es einfach bei dem Thema Baby so viele Produkte gibt. Also generell bei dem Thema Kinder weiß natürlich auch wirklich die Industrie, man will das Beste für seine Kinder. Wenn man Mama wird oder allgemein Eltern wird, möchte man wirklich seinen Kindern das Beste vom Besten kaufen und natürlich das Beste liefern. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich glaube, das geht den meisten Eltern so. Aber weil es halt auch so viele Produkte gibt und auch so viele schöne Sachen, ist man einfach überfordert und ziemlich überwältigt. Fangen wir mal mit dem Bereich Schlafen an. Schlafen ist ja wirklich bei Babys ein sehr wichtiges Thema und für uns hat tatsächlich immer am besten funktioniert, ein Beistellbett zu haben. Also ich möchte mein Baby immer so nah wie möglich haben und auch gerade wenn man stillt, aber auch wenn man nicht stillt, ist es einfach super, finde ich auch so für das eigene Sicherheitsgefühl zu wissen, das Baby liegt neben einem. Und da habe ich immer das Baby Bay gehabt. Das habe ich jetzt auch wieder bei meinem zweiten Kind verwendet. Das finde ich einfach super, weil das offen ist, man liegt direkt daneben und ist einfach nah dran und es ist sozusagen einfach eine Erweiterung des Erwachsenenbettes. Also wir tatsächlich schlafen alle in einem großen Familienbett und dann habe ich noch das Beistellbett daneben und das funktioniert für uns wirklich super und wir schlafen alle 4 auch richtig gut, das hätte ich gar nicht gedacht, aber so in das Bett legen war mir ein bisschen zu unsicher. Also ich bin schon jemand, der immer sehr gerne auf der sicheren Seite ist. Und das ist für mich dann einfach super. Also Baby Bay ist für mich das beste Babybett. Das hat zweimal super funktioniert. Ich habe extra immer das Maxi geholt, nicht das Standard, weil ich das immer gut fand, dass man das noch ein bisschen länger benutzen kann. Das ist einfach ein bisschen größer. Und ich glaube, so bis 1 Jahr habe ich das genutzt und dann habe ich ein größeres Beistellbett, also ein richtiges Babybett nochmal geholt, was ich aber auch immer neben meinem Bett hatte. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein Essential. Und Stubenwagen ist immer so ein Ding, finden viele überflüssig. Ich fand es tatsächlich total praktisch. Beim ersten Kind habe ich den kaum genutzt, beim zweiten Kind schon mehr, weil ich ihn da viel mehr ablegen musste, weil ich natürlich jetzt noch ein anderes Kind hatte und ständig im Haushalt rumgewuselt bin, auch schon im Wochenbett. Also es ist dann einfach nicht mehr so, dass man so viel rumliegt wie beim ersten. Die Option hatte ich irgendwie gar nicht und deswegen, war es dann ständig so, wo parke ich ihn, wenn ich irgendwas mit meinem großen Kind gemacht habe. Und es ist ja schon besser, die liegen viel flach. Und deswegen fand ich den Stubenwagen diesmal richtig gut. Ich muss aber sagen, dass er wirklich, ich habe ein relativ großes Kind, nur 3 Monate oder 4 Monate was gebracht hat. Und dann war er tatsächlich dafür schon viel zu groß. Ich hatte den von Stocke. Da haben wir eben auch die Erweiterung. Also ich habe auch das große Bett, das finde ich ganz cool. Man hat eben diesen Stubenwagen, dann kann man auch ein Babybett noch daraus bauen und tatsächlich noch für ein größeres Kind ein Bett bauen. Das ist so mit Erweiterungsteilen und dafür finde ich das ziemlich cool, dass man eben nicht nur ein Bett kauft, sondern dann immer so Erweiterungen hat. Das kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Federwiege ist auch so ein Thema, war für mich immer der absolute Gamechanger. Ich habe auf jeden Fall Kinder, die lieben geschaukelt werden. Und am Anfang hatte ich noch diesen Ball, aber das war so anstrengend, obwohl ich bei meinem Großen immer beides gemacht habe. Also wir hatten immer Ball und wir haben uns echt richtig einen abgeschwitzt. Das haben wir jetzt beim zweiten Kind gar nicht mehr gemacht, aber der, muss ich sagen, war auch von Anfang an so ein extrem guter Schläfer. Es kommt auch wirklich auf das Kind an. Federwieger, aber bei beiden Kindern für mich absoluter Gamechanger. Man kann einfach ein bisschen was im Haushalt schaffen, wenn das Kind schläft. Und ich konnte dann auch tatsächlich schon relativ früh wieder arbeiten, einfach weil er sehr gut in der Federwiege geschlafen hat. Und und so konnte ich dann einfach auch ein bisschen was im Haushalt machen oder mich mit dem Großen beschäftigen.
das war einfach schon eine enorme Hilfe. Nicht jedes Kind mag die Federwiege. Unsere beiden liebten sie. Ich finde, es ist eine sehr gute Investition. Ich mochte die von Moonboon. Die haben wir zu Hause und damit habe ich einfach sehr gute Erfahrungen gemacht. Spannbettlaken ist auch nicht zu unterschätzen. Kauft da ein paar für euer Babybett, weil Babys können spucken. Die Windel läuft mal aus und da ist es einfach super, wenn man immer so, finde ich, 4, 5 Laken hat, die man dann griffbereit hat. Babyphone für mich auch absolutes Must-Have. Dieses Mal habe ich mir eins mit Videofunktion geholt und es ist teuer. Ich finde, es hat mir aber sehr viel geholfen, weil man einfach, wenn man 2 Kinder hat, nicht ständig nach dem Baby schauen kann. Also ich fand es immer super. Ich wusste dann, wann er aufgewacht ist, zum Beispiel in der Federwiege oder auch in seinem Bettchen. Auch für abends, wenn man irgendwie eine Date-Night hat, das ging bei uns auch schon relativ früh. Wir konnten dann abends Filme gucken. Ich hatte das Babyphone aufgestellt und ich wusste immer, wie er liegt. Ich wusste immer, dass alles in Ordnung ist und das hat mir total ein sicheres Gefühl gegeben, was ich einfach immer sehr wichtig finde. Ich wusste immer, was los ist, wie es ihm geht, weil auch gerade, wenn man ein zweites Kind hat, spielt man mal was zusammen und kann ja dann nicht ständig reinrennen, ist er jetzt wach? Und ich wollte jetzt auch nicht ständig warten, also ich warte jetzt nicht, bis er schreit, sondern ich will dann schon wissen, wann er wach ist. Und deswegen Videofunktion finde ich wirklich mega. Auch wenn man auf Reisen ist, zu Besuch irgendwo ist, wo man in einem Haus ist und man nicht ständig irgendwie die Treppe hochrennen will, ob das Kind jetzt wach ist, fand ich das einfach immer einen krassen Gamechanger. Also würde ich mir immer wieder so holen. Hätte ich mir, finde ich, beim ersten Kind auch schon holen sollen, Video-Babyphone. Ich hatte nur eins ohne. Und es war voll Stress. Das hätte ich mir sparen können. Das Thema Wickeln, also ich finde Wickelkommode auch bei uns super gut. Wir haben die im Bad. Wir haben nämlich ein echt großes Bad und da passt die gut rein. Fand ich einfach super. Da kann man gleich die Klamotten reinpacken und hat alles griffbereit. Auch so die ganzen Essentials wie Babybürste, Nagelfeile, Babyöl und so weiter. Könnt ihr einfach eine Wickelkommode machen. Auch das sagen viele, braucht man nicht. Viele wickeln auch auf dem Bett. Ich persönlich mag Wickeltische sehr gerne und meine Kinder mochten das auch immer, weil ich habe immer so ein schönes Mobili drüber gehangen und dann, ja, mein Kleiner, der guckt da auch immer hoch und für den ist der Wickelort ein total schöner Ort dadurch. Also der isst da einfach super gerne. Auch wenn er mal unruhig ist, lege ich ihn da ab und dann schaut er so diesen Vogel an. Also ich fand es immer super, einen Wickeltisch zu haben. Was ich auch ein Must-Have finde, gerade wenn ihr Winterkinder habt, im Sommer ist das jetzt, nutzen wir das überhaupt nicht, ist so ein Heizstrahler. Den habe ich dann direkt über den Wickeltisch gemacht und auch das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Gerade am Anfang, jetzt eher nicht mehr so. Im Winter wird es vielleicht wieder relevant, im Sommer nutze ich ihn jetzt nicht, aber ich habe ja ein Januar-Baby gehabt und da fand ich das wirklich schon sehr gut. Bei der Kleidung kann man natürlich immer ausrasten. Es gibt so süße Babykleidung, aber da bin ich wirklich auch sehr minimalistisch geworden, weil ich gemerkt habe, die wachsen einfach so schnell. Ich habe wirklich Sachen gekauft, auch gerade bei meinem ersten Kind, das hatte der einmal an, weil ja, die Zeit geht einfach schnell. Also gerade diese ersten Größen, 50, 56, war jetzt zum Beispiel beim zweiten Kind, weil der relativ groß war, hatte der nicht mal nach der Geburt. Also alle diese Sachen, er hatte schon echt früh 60, brauchte ich dann gar nicht. Und ich habe mich jetzt wirklich an eine sehr basic Garderobe gehalten, einfach weil ich auch beim ersten Kind gemerkt habe, ich hatte so viele schöne Teile und die haben wir so wenig angezogen, weil es einfach zu schnell ging. Und deswegen würde ich immer sagen, kauft so 5 Wolle-Seide-Bodies, mit denen fahrt ihr immer gut. Dann habe ich ein paar Strampler gehabt, so 3, 4, 5 Hosen. Oberteile habe ich irgendwie kaum genutzt, muss ich ehrlich sagen, weil einfach ich eher so Schwitzkinder habe und es irgendwie immer zu warm war. Dann hatte ich immer 2 Strickjäckchen, wenn wir rausgehen, das hat auch völlig gereicht. Schlafanzüge tatsächlich habe ich kaum genutzt, weil ich da auch eher ein warmes Baby hatte und wir tatsächlich einfach immer nur Bodies angezogen haben. Also selbst da würde ich sagen, Schlafanzüge braucht man irgendwie nicht. Also habe ich nicht genutzt bei meinem jetzigen Kind. Bei meinem ersten Kind schon eher, aber würde ich auch nicht mehr holen. Socken auf jeden Fall ein paar, so 5, 6 Paar Socken und Mützen. Am Anfang vor allem braucht man das. Da hatte ich so 2 Wolle-Seide-Mützen, die gibt es einfach beim DM. Und dann hatte ich immer noch so ein Wollwalk-Overall, weil wir ja, wie gesagt, ein Januar-Baby hatten, wenn wir rausgegangen sind. Und dann für die wärmeren Tage so 2 schöne Wollstrickjäckchen. Aber das hat total gereicht. Also ihr seht, das ist nicht wirklich viel. Und auch jetzt ist es immer noch genauso geblieben. Ich stocke das dann einfach per Größe auf. Aber Bodies ist das, wo ich wirklich sage, da brauchst du so 6, 7 Stück, weil die auch wirklich oft voll sind mit Milch und so weiter. Aber alles andere braucht man wirklich wenig von.
finde ich. Dieses Mal für mich auch ein absoluter Gamechanger war ein Sterilisator. Wir haben uns so viel Stress gemacht mit diesem Abkochen damals, mit den Schnullern und so weiter. Ist natürlich auch wieder so Sache. Mein erstes Kind hat keinen Schnuller genommen. Mein zweites Kind nimmt jetzt einen Schnuller. Auch das ist sehr individuell. Aber auch so das Spielzeug, ich habe auch dann die Flasche gegeben. Zum Beispiel auch da haben wir dann immer alles abgekocht. Das war so viel Stress. Zum Beispiel auch mit den Behältern von abgepumpter Milch. Das kam mir dann auch noch hinzu, weil bei uns auch, ich wollte auch, dass der Papa füttert. Das heißt, wir haben Stillen und Flasche gemacht. Dieser Sterilisator, Leute, ist so ein Gamechanger. Ich bereue, dass ich das beim ersten Kind nicht investiert habe, denn es spart mir so viel Zeit. Ich schmeiße einfach alles rein und ja, dann war es das. Da muss man nicht mehr viel machen. Man muss nicht extra einen Topf aufstellen und dabei stellen. Das kann ja auch so schief gehen. Es brennt so schnell an, wenn man das einfach mal vergisst. Und wir alle wissen, wie stressig der Alltag mit Kindern ist. Also man ist immer so im Kopf beim nächsten. Und da kann ich nicht noch an den Topf denken, wo ich irgendwelche Schnuller abkoche. Also Sterilisator must have. Unterwegs, also wenn man so draußen ist, finde ich ein Kinderwagen super wichtig. Manche Leute haben mir am Anfang gesagt, man braucht einfach keinen Kinderwagen. Es gibt auf jeden Fall so Tragebabys, hatte ich nicht. Beide meine Kinder mochten den Kinderwagen. Der zweite sogar noch viel mehr als der erste. Ich konnte ihn von Anfang an da reinlegen. Er hat da immer so gut drin geschlafen. Also er schläft immer noch mega gut im Kinderwagen. Und Trage mag er auch, wenn wir zum Beispiel mit dem Zug verreisen, haben wir auch immer eine Trage dabei. Er mag beides. Aber ich sage nur, Kinderwagen ist auch essential für mich. Wenn man einkaufen geht, man kann alle Einkäufe da unten reinmachen. Das ist einfach ein Mom-Must-Have, finde ich. Also keine Ahnung, wie Leute das ohne Kinderwagen machen. Mir hat es immer sehr geholfen. Gerade für so Alltagssachen, ne? Auch wenn man mit dem Großen unterwegs ist, man kann einfach super viel da reinstopfen unten. Und meiner mag auch wirklich den Kinderwagen, also wirklich sehr, sehr gerne. Ich liebe den von Cybex, den hatten wir schon bei meinem ersten Kind. Verlinke ich euch alles in der Infobox. Ich finde, das ist ein super guter Kinderwagen, der hat breite Räder, der ist super, selbst im Wald, selbst bei steinigen Wegen. Mit dem kannst du überall unterwegs sein und der fährt richtig smooth. Eine Trage, wir hatten früher immer die Ergo Baby, die finde ich ganz gut, aber für mich die beste Trage ist tatsächlich die Fly Baby Trage. Die ist natürlich gerade sehr gehypt. Ich habe mich davon auch anstecken lassen, aber ich liebe die Fly Baby Trage. Die ist einfach so schnell angelegt. Also für mich muss es einfach unkompliziert sein. Mit Tragetüchern habe ich mich immer so schwer getan, dieses Falten, und das ist alles nichts für mich. Für mich muss es immer sehr schnell gehen und effizient. Ich bin da einfach zu ungeduldig, da ewig irgendwelche Tragetechniken und Umschnalltechniken. Genau, und die Fly Baby ist wirklich wahnsinnig gut und easy in der Handhabe. Die ist ganz dünn und ist super angenehm am Körper. Man hat eigentlich das Gefühl, man hat gar keine Trage um. Also die ist wirklich ihr Geld wert. Ich finde die so krass. Seitdem trage ich wirklich gerne. Davor mochte ich das immer gar nicht so, weil ich einfach nicht die Trage für mich gefunden hatte. Aber die Fly Baby ist für mich die Trage. Ich hoffe, ich kann sie noch lang benutzen. Wir waren jetzt sehr viel mit dem Zug unterwegs und es war einfach immer top. Ich habe dann meinen Kleinen da reingepackt, wir sind ein bisschen auf und ab gegangen, dann ist er sofort eingeschlafen. Es war einfach so chillig und entspannt. Wirklich ein Traum, muss ich euch echt sagen. Aber er ist auch wirklich ein sehr pflegeleichtes Baby, aber ich muss auch sagen, die Trage ist wirklich super. Als Tragetuch, also am Anfang habe ich eher ein Tragetuch verwendet, da mag ich die von Koala Baby Care. Das war wirklich auch eins, was einfach so hinten trotzdem, man konnte das einfach so überwerfen und konnte das Baby einfach so reinheben und es war jetzt keine komplizierte Bindetechnik oder so. Also das, finde ich, ist das beste Tragetuch auf dem Markt. Das verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Das war wirklich gerade in der Anfangszeit mit dem Neugeborenen wirklich toll. Auch super wichtig für zu Hause finde ich dann eine Krabbeldecke, sobald die so ein bisschen mobiler werden, und einen Spielebogen. Da liebe ich den Spielebogen von Lovevery. Ich mag das Montessori-Spielzeug von Lovevery sehr. Ich habe alle Sets zu Hause. Ich habe das auch schon bei meinem ersten Kind gehabt und fand das einfach immer super wertvoll, vor allem, weil es, finde ich, sehr viel Mental Load abnimmt. Gerade beim zweiten Kind war ich dann einfach so, ich will mir nicht ständig Gedanken machen, mit was mein Kind sich beschäftigen kann. Das macht man sowieso schon sehr, sehr viel als Mutter. Und wenn man diese Sets hat, die sind wirklich pro Monat, also für jede Entwicklungsphase eingeteilt. Ich glaube, alle 3 Monate gibt es ein neues Set, genau. Es gibt, glaube ich, für alle 3 Monate gibt es ein neues Set, genau. Und da habt ihr dann wirklich immer für die entsprechenden Entwicklungsschritte Spielzeug drin, auch Anleitungen für die Eltern, was du mit deinem Baby machen kannst. Also es nimmt einem, finde ich, ganz viel Gedankenarbeit ab
was könnte ich machen, was sollte ich machen. Die liefern wirklich immer tolle Ideen, immer auf die entsprechende Entwicklungsphase abgestimmt und ich finde, das nimmt einfach super viel Mental Load, weil man weiß, okay, das ist jetzt genau akut passend für das Kind. Ich habe immer irgendwie eine Rassel oder einen Beißring dabei gehabt und die haben mir das alles eben in den Paketen schon zusammengestellt und es hat mir ganz viel Gedankenarbeit einfach abgenommen, dass ich wusste, okay, das hat er jetzt und dann kommt das neue Set. Und es nimmt einfach unglaublich viel Gedankenarbeit ab. Und ich finde, wir Mamas machen uns ja sowieso schon immer so viele Gedanken. Und beim ersten Kind habe ich wirklich noch da so gesessen. Ich habe das erst später dann angefangen mit Love Every. Aber in den ersten Monaten hatte ich das noch nicht. Und ich saß dann ständig da, Babyspielzeug für 3 Monate, für 4 Monate. Was kann ich machen? Und klar kann man das irgendwie machen. Beim ersten Kind hatte ich auch definitiv noch mehr Zeit. Aber gerade jetzt, wo ich so wenig Zeit habe, hat es mir persönlich ganz, ganz viel Mental Load abgenommen. Dass ich wusste, Love Every kommt, da sind wieder coole neue Sachen drin. So kann ich seine Entwicklungsschritte optimal unterstützen. Es war einfach richtig gut. Für mich auch ein absolut wichtiger Gamechanger ist eine Babywippe. Ich mag die von Baby Björn, die hatte ich auch bei meinem ersten Kind, gerade wenn man alleine ist, wenn man kochen will, wenn man duschen will, wo soll man das Kind reinpacken? Also ich habe jetzt nicht so eine offene Wohnküche, wo das Kind auf einer Krabbeldecke liegen kann. Das wäre cool, ist leider nicht meine Realität, sondern ich habe einfach so eine Altbauküche, die einfach wie so ein Schlauch ist und da gibt es einfach wenig Möglichkeiten, ihn irgendwo zu platzieren. Und deswegen war diese Wippe für mich immer toll, auch im Bad, wo harter Boden ist, würde ich ihn jetzt auch nicht einfach so hinlegen. Und deswegen, die Wippe ist einfach super, wenn man mal auch irgendwie, es klingelt an der Tür und man muss zur Post. Natürlich kann man immer mal das Baby auf den Arm nehmen, aber ich fand es einfach immer wichtig, weil ich fand es immer richtig cool, weil ich wusste oder weiß, er ist darin sicher und es gibt einem den Spielraum, auch mal Sachen zu machen, während das Kind dabei ist. Also gerade, wenn man alleine ist, wirklich sehr, sehr wichtig, finde ich. Ich würde sagen, das sind auf jeden Fall meine absoluten Must-Haves, die mir den Mama-Alltag extrem erleichtern und auf die ich immer wieder schwören würde. Also ja, ich würde es immer wieder so machen. Das sind einfach Top-Produkte, die sich in diesen ganzen 4 Jahren bei mir bewährt haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure absoluten Must-Haves sind oder was ihr gar nicht gebraucht habt und nur ich so empfinde. Das würde mich auch total interessieren. Also ihr Lieben, ich freue mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!